60% der Männer und 47% der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Und Übergewicht führt nicht nur dazu, dass du an Krebs, an Herzerkrankungen oder Diabetes erkranken kannst, sondern es führt auch dazu, dass dein Gehirn schrumpfen kann. No. Und all das liegt daran, was du zu dir konsumierst. Also du bist bekannterweise das, was du isst oder trinkst. Und Alkohol, Zucker, also eine fettarme Ernährung sorgen dafür, dass dein Gehirn schrumpft und dass du dümmer werden kannst. What the fuck? Und du denkst, ich rede jetzt nur Unsinn, du glaubst mir nicht? Dann werde ich dich mit diesem Video vom Gegenteil überzeugen. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie Übergewicht dafür sorgen kann, dass dein Gehirn schrumpft, müssen wir uns erstmal ein paar Stoffwechselvorgänge angucken, nämlich einmal von Glucose, von Ethanol, also Alkohol und Zucker. Finde ich gut. Also als erstes kommen wir zum Stoffwechselvorgang von Glucose. Und 80% von der Glucose werden von der Muskulatur oder den Organen verstoffwechselt und nur 20% gelangen letzten Endes in deine Leber. Und davon wird ein großer Teil als Glykogen gespeichert, also das ist die Speicherform von Kohlenhydraten, und ein ganz kleiner Prozentteil gelangt letzten Endes in deine Mitochondrien. Und Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zelle. Und wenn jetzt beispielsweise deine Mitochondrien überbelastet werden könnten, dann könnte es dafür sorgen, dass du halt eben ein erhöhtes Risiko hast, an Herzerkrankungen zu erkranken, an Krebs zu erkranken, an Diabetes zu erkranken. Das kann dafür sorgen, dass halt Entzündungen in deinem Körper entstehen und so weiter und so fort. Also es kann richtig schädlich für deine Mitochondrien dann sein, wenn die letzten Endes überbelastet werden, beziehungsweise auch schädlich für deinen Körper sein. Und wenn wir jetzt aber Glucose angucken, dann gelangt wirklich nur ein ganz kleiner Prozentteil in die Mitochondrien und davon ist nur ein ganz kleiner Prozentteil wirklich schädlich. Also ist eigentlich gar keine Gefahr für deinen Körper oder für die ganzen Erkrankungen. Deswegen Glucose ist an sich Lebensenergie, die wir auch brauchen und ist nicht schädlich für uns. Gott sei Dank. Zumindest wenn wir jetzt Glucose nicht zu viel zu uns aufnehmen, denn wenn wir natürlich zu viel Glucose aufnehmen, dann könnte es natürlich dafür sorgen, dass halt letzten Endes viel Insulin ausgeschüttet wird. Dann könnte es dafür sorgen, dass unsere Zellen dicht machen, weil es einfach nicht so viel Glucose abspeichern kann, wie wir letzten Endes Glucose zu uns zuführen. Und das kann halt eben dafür sorgen, dass das Insulin halt eben den Zucker, also die Glucose, als Fett abspeichert. Und das sorgt halt eben für Übergewicht. Alles klar, Digga. Deswegen, wir wollen auf jeden Fall auch nicht zu viel Glucose zu uns aufnehmen, denn das könnte halt eben auch dafür sorgen, dass wir letzten Endes übergewichtig werden könnten. Und es könnte auch dafür sorgen, dass letzten Endes wir Krankheiten bekommen können, wie Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes und so weiter. Nicht gut! Gut, als nächstes kommen wir jetzt zum Stoffwechselvorgang von Ethanol, also Alkohol. Und 20% vom Ethanol werden letzten Endes von der Verdauung und vom Gehirn verstoffwechselt. Und 80% von Ethanol gelangt direkt in deine Leber. Also es wird nicht als Glykogen abgespeichert, sondern kommt direkt in deine Leber hinein und überbelastet somit deine Mitochondrien. Und das wird letzten Endes, dass quasi Entzündungen in deinem Körper entstehen können, was letzten Endes zu Krebs oder Herzerkrankungen führen kann oder Diabetes oder Schlaganfall führen kann. Und das ist dann letzten Endes eher schädlich, denn Alkohol allgemein macht dich süchtig, macht dich krank, ist sehr schlecht für deine Gesundheit. Es kann auch deine DNA verändern. Es ist auf jeden Fall leberschädlich, nierenschädlich und auch herzschädlich. Deswegen, das möchtest du auf jeden Fall nicht in großen Mengen zu dir aufnehmen, denn es kann auch sogar auch erbgutschädigend sein. Deswegen Alkohol auf jeden Fall vermeiden, denn Alkohol ist bekannterweise auch dafür verantwortlich, dass es deine Gehirnzellen abtötet. Deswegen, wenn du quasi nicht dümmer werden möchtest, dann vermeide Alkohol. Und zu guter Letzt kommen wir zum Stoffwechselvorgang von Zucker. Und Haushaltszucker besteht aus 50% aus Glucose und 50% aus Fructose. Und wie du bereits weißt, ist Glucose jetzt nicht so schädlich für dich. Und Fructose, da denkst du bestimmt, ja, Fructose ist Fruchtzucker, kommt aus der Frucht, ist also gesund. Das stimmt nicht ganz, denn Früchte bestehen nicht nur aus Fruchtzucker, sondern auch aus Fasern, Vitaminen und Mineralstoffen. Und diese Fasern, also diese Ballaststoffe sorgen dafür, dass halt eben dieser Zucker, also dieser Fruchtzucker ummantelt wird und verlangsamt in deinen Körper kommt, und das sorgt halt eben dafür, dass dein Blutzuckerspiegel erst verlangsamt ansteigt. Also es hat auch keine großen Auswirkungen auf deinen Insulinspiegel, auf deinen Blutzuckerspiegel und so weiter. Deswegen ist noch ein großer Unterschied. Wenn du aber 100% Fruchtzucker zu dir aufnimmst, also puren Fruchtzucker, dann kann es dafür sorgen, dass halt eben 100% von diesem Fruchtzucker in deine Leber gelangen. Also sie werden nicht als Glykogen abgespeichert, sondern kommen direkt in deine Leber, überbelasten dann deine Mitochondrien
Und das sorgt dafür, dass du übergewichtig werden kannst, dass du eine Fettleber bekommen kannst, dass du an Diabetes, an Herzerkrankungen, an Krebs, an Schlaganfall, an Alzheimer und Demenz erkranken kannst. Also es hat sehr, sehr viele Nachteile, wenn du auf jeden Fall Fruchtzucker pur konsumierst. Und Fruchtzucker findest du natürlich in den ganzen Süßigkeiten, in bestimmten Kohlenhydraten, Weißmehl. Also das ist halt eben das, was du eher vermeiden möchtest, um halt auch eben deine Gehirngesundheit zu fördern. Jetzt fragst du dich bestimmt, ja, was ist jetzt eigentlich, wenn ich eine fettarme Ernährung zu mir aufnehme? Ist es dann auch schädlich für mein Gehirn? Schrumpft dann mein Gehirn? Also da musst du erstmal wissen, dass unser Gehirn aus 70% aus Fetten besteht. Das bedeutet, es ist die Hauptenergiequelle für unser Gehirn. Und wenn wir jetzt diese Hauptenergiequelle abschneiden und halt eben auf eine fettarme Ernährung gehen, dann sorgen wir dafür, dass wir ein erhöhtes Risiko bekommen, an Gehirnerkrankungen zu erkranken oder dass unser Gehirn schrumpfen kann. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, denn Fette sind extrem wichtig für unser Gehirn. Das sind die Hauptenergiequelle für unser Gehirn und unser Gehirn arbeitet auch am besten, wenn es Fette verbrennt. Deswegen, wir wollen auf jeden Fall nicht weniger Fette zu uns zunehmen, sondern mehr Fette, weil es auf jeden Fall gesund für unser Gehirn ist, beziehungsweise auch wichtig für unsere Gesundheit ist. Okay. Du denkst jetzt bestimmt, das ist ja schön und gut, aber wie sorgt ein größerer Bauch bzw. Übergewicht dafür, dass mein Gehirn schrumpft? Also, wenn du zum Beispiel viel Zucker konsumierst, dann schüttest du viel Insulin aus. Und dann, wie du bereits weißt, macht dann die Zelle dicht. Also es lässt Insulin nicht rein und Glucose muss halt eben irgendwo anders abgespeichert werden. Und es wird dann als Fett abgespeichert. Und das sorgt dafür, dass du eine Fettleber bekommst, dass du übergewichtig werden kannst und dass halt eben sich Fett an deinem Bauch anlagert. Und das Eingeweidefett umschlingt dann letzten Endes unsere Organe, also wie zum Beispiel unsere Leber, unser Herz, unsere Niere. Und das kann nicht nur unsere Gesundheit schädigen oder Entzündungen in unserem Körper erhöhen oder zu einer Insulinresistenz führen, sondern es kann auch dazu führen, dass es zum Hirnabbau kommt. Nein, doch. Und du bist immer noch nicht überzeugt, dass wenn du übergewichtig bist, dass du halt eben dein Gehirn schrumpfen lässt. Wenn das immer noch der Fall ist, dann kommen jetzt noch ein paar Studien, die dich vom Gegenteil überzeugen sollen. Yeah, baby! That's what I've been waiting for! 2005 wurde das Teile-Hüft-Verhältnis von über 100 Probanden mit Hirnveränderungen untersucht bzw. verglichen. Die Studie untersuchte auch Hirnveränderungen in Bezug zu Insulinspiegel und nüchtern Blutzucker. Und ihr Ziel war dabei auf jeden Fall, ob es zwischen Bauchumfang und der Gehirnstruktur ein Zusammenhang gibt oder besteht. Und letzten Endes fanden sie dann heraus, dass je größer der Bauchumfang war, desto kleiner war das Erinnerungszentrum des Gehirns, der Hippocampus. Und laut ihrer Aussage war es so, dass mit jedem Kilo schrumpft das Gehirn, beziehungsweise wird das Gehirn etwas kleiner. Not bad, not bad. Now you. Und 2008 erschien ein Bericht von kalifornischen Wissenschaftlern, die 6500 Patientenakten aus den 60er und 70er Jahren untersuchten und dabei wollten sie wissen, wer alles an Demenz erkrankt ist. Und dabei stellten sie heraus, dass die Menschen mit einem erhöhten Körperfettanteil bzw. mit mehr Bauchfett ein deutlich höheres Risiko hatten, an Demenz zu erkranken. Also Fazit, ein höherer Bauchfettanteil sorgt nicht nur dafür, dass du an Diabetes oder Herzerkrankungen erkranken kannst, sondern auch an Demenz. Deswegen, um zu verhindern, dass dein Gehirn schrumpft, möchtest du auf jeden Fall in eine Fettverbrennung kommen. Und in eine Fettverbrennung kommst du am besten, wenn du erstmal den Zucker weglässt, den Alkohol weglässt und deine Kohlenhydratzufuhr senkst. Oh, no. Denn wenn du natürlich zu viel Kohlenhydrate zu dir aufnimmst, dann kann es auch dafür sorgen, dass du letzten Endes übergewichtig werden kannst. Lüge! Deswegen, wenn du das vermeiden möchtest, möchtest du auf jeden Fall auf eine Low-Carb-Ernährung gehen, also halt eben weniger Kohlenhydrate zu dir konsumieren und mehr Fette, weil du weißt auch bereits, dass halt eben Fette verbrennen das Beste ist für dein Gehirn. Also dein Gehirn funktioniert somit am besten und somit kommst du auch besser in eine Fettverbrennung. Natürlich musst du auch in ein Kaloriendefizit gehen und am besten machst du noch Intervallfasten, weil somit kommst du wirklich gut in eine Fettverbrennung. Und somit kommt es gar nicht erst dazu, dass dein Gehirn schrumpft, weil dein Gehirn eben Fette braucht, um quasi am besten zu funktionieren. Deswegen damit kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn du eine fettreiche Diät machst, proteinreiche Diät machst
und eine kohlenhydratarme Diät machst. Also Low Carb Ernährung ist auf jeden Fall gut. Du musst auf jeden Fall nicht auf alle Kohlenhydrate verzichten. Du kannst Kohlenhydrate immer noch von Gemüse, etwas Obst oder Süßkartoffeln, Buchweizen in geringen Mengen zu dir aufnehmen und halt eben mehr Fette konsumieren in Form von Avocados, Nüssen, Fleisch, Fisch, Eiern und so weiter und so fort. Und das steigert auf jeden Fall letzten Endes deine Gesundheit und ist dann auf jeden Fall auch sehr gut für dein Gehirn und sorgt dafür, dass halt eben dein Gehirn nicht schrumpft. Und das sorgt letzten Endes dafür auch, dass du nicht an so Zivilisationskrankheiten erkranken kannst, wie Krebs, wie Herzerkrankungen, du kannst keine Insulinresistenz bekommen, du bekommst kein Diabetes und so weiter und so fort. Und auch mit Cholesterin brauchst du dir auch keine Sorgen machen, denn in diesem Video, das ich hier oben in der Infokarte verlinkt habe, erkläre ich noch mehr, warum Cholesterin nicht schädlich für dich ist. Nice. Gut, das war's jetzt vom Video. Jetzt weißt du, dass du auf jeden Fall den Zucker weglassen möchtest, dass du die Kohlenhydratzufuhr senken möchtest und dass du auch Alkohol weglassen möchtest, beziehungsweise auch die ganzen Weißmehlprodukte, Getreideprodukte weglassen möchtest. Okay, das weißt du jetzt nicht, aber das habe ich dir jetzt gesagt, denn das solltest du am besten auch reduzieren. Das gibt eine Anzeige. Und du möchtest auf jeden Fall mehr Fette zu dir aufnehmen und auch mehr Cholesterin zu dir aufnehmen, weil diese beiden Sachen sind auf jeden Fall sehr wichtig für dein Gehirn, damit dein Gehirn am besten funktionieren kann und somit sorgst du auch dafür, dass dein Gehirn nicht schrumpft. Genau. Deswegen, wenn dir das Video gefallen hat und du es als sehr informativ empfunden hast und es dir auf jeden Fall weitergebracht hat, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mich nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video, dein David.